Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu 911 Scales. Natürlich wieder am Porsche Zentrum Mannheim, wo auch sonst. Und ja, es ist so, wir starten wieder mit GT3 RS, Leute. Das ist, glaube ich, Riviera Blau. Paint to Sample, Individualfarbe. Irre geiles Teil. Und wir haben auch hier schon die Taycan Basisversion. Ja? Ich habe es ja schon mal im Konfigurator gezeigt und jetzt auch hier für Probefahrten bereit und Termin ist auch schon gebucht für ein Videodreh. Dauert noch so 2-3 Wochen hier nach diesem Video, dann ist der auch online. Ich bin sehr gespannt auf das Fahrzeug. Ja, aber erstmal nehmen wir uns hier ein bisschen Zeit, uns diesen GT3 RS anzuschauen. Mega geiles Teil. 991.1 natürlich, ist sehr offensichtlich. Xenons vorne, Platinum-Räder haben wir da. Und ja, aber wo es sich hier wirklich drum dreht, ist die Farbe. Das Fahrzeug kommt natürlich mit den Vollschalensitzen aus dem 918 Spider, wie es beim 3RS halt ist. Und Clubsport-Paket natürlich auch. Das Ding sieht einfach so krass gut aus. Das ist wirklich unglaublich. Jetzt natürlich ein bisschen schwierig hier mit der Belichtung, das ist alles ein bisschen hell. Hier wird es dann sehr dunkel. Aber diese Farbe, es ist genial. 500 PS. Mega geiles Teil. Riesentheke natürlich drauf. Ne? So muss es sein bei einem GT3 RS. Aber das ist nicht der einzige. Deswegen hüpfen wir jetzt mal schnell runter in den Showroom. Da steht auch noch einer. Maske natürlich wieder auf, aber ist das Ding nicht krass? Ultraviolett. Genial. Die Farbe gab es nur auf dem 991.1 GT3 RS als normale Sonderfarbe. Alle anderen Ultravioletten sind alle Paint to Sample Individualfarbe. Ist natürlich krasse Farbe. Fällt unglaublich auf. Wird wahrscheinlich auch die Meinung spalten wie sonst was. Fahrzeug ist auch schon verkauft, nicht mal 24 Stunden online und ich finde das Ding so geil. Ich liebe Ultraviolett auf dem GT3 RS und der hier hat auch noch die silbernen Felgen. Das ist so genial. Also es gibt natürlich schon jetzt nicht wenig GT3 RS in Ultraviolett, aber der Hauptteil hat die Platinum-Felgen, die dunklen, wie sie auch draußen auf den Riviera müsste es glaube ich gewesen sein, da auch drauf waren. Der hier hat mal die silbernen und hat auch die silbernen Stützen für den riesengroßen Heckflügel. Das sieht einfach so genial aus. Ich liebe diese Farbe. Das ist genial. Auch auf dem Modellauto sieht es einfach so super aus. Fahrzeug hat natürlich auch wieder die Vollschalensitze und auch das Clubsport-Paket, so wie es sein muss. Hier auch mit den silbernen Ziernähten. Schöner Kontrast wieder. Silberne Sicherheitsgurte. Sonst alles in schwarz. Und die Carbon-Zierleisten, es ist einfach so ein geiles Teil. Vorne auch wieder die LED-Scheinwerfer. Das ist einfach der perfekte GT3 RS. Ich könnte ihn besser selbst nicht konfiguriert haben und ich glaube, der Kunde, der dieses Fahrzeug demnächst entgegennimmt, wird einfach nur überglücklich sein. Ja, und da sind wir in dem Auto für dieses Video. Macan GTS. Endlich kommen wir auch mal dazu, dieses Fahrzeug zu filmen. Hab's schon wieder fast vergessen gehabt. Und wir haben heute mal den Andreas dabei. Hallo. Die Laura hat noch kurzfristig einen Termin, deswegen ersetzt er jetzt hier. Und ja, ein Schreibtisch weiter als die Laura. Richtig. Kontaktdaten sind auch wie immer oben eingeblendet. Ja, und heute fahren wir Macan GTS. Wir hatten schon Turbo und Vierzylinder. Sehr schön. Das heißt, jetzt fehlt eigentlich nur noch der S und dann haben wir alle abgefilmt. Ja, und Macan GTS ist ja auch normal der 6-Zylinder wie im Turbo und im S. Ja, also wir haben hier einen 2,9 Liter Biturbo, 380 PS, 520 Newtonmeter und ja, einfach ein tolles, ausgewogenes Auto. So. Ist halt schon recht zügig. 520 Newtonmeter ist
reicht zum Vorankommen. Das geht schon richtig vorwärts. Ja, also der eigene Maßstab wird natürlich das irgendwo regeln, aber es ist ein super ausgewogenes Auto. Ich fahre ihn echt gerne. Aktuell habe ich auch das PSM-Fahrwerk, was hier optional verbaut ist, eben auf Sport Plus gestellt, damit ich einfach das Sportwagen-Feeling auch in ihm bekomme. Aber wenn ich es deaktiviere, ist er absolut die Sänfte, sodass man auch lange Strecken ganz entspannt dahin gleiten kann. Ja, das ist halt wirklich das bei Macan. Es ist eigentlich auch wie mit jedem Porsche, er kann alles, wobei bei dem hier hat, finde ich, Porsche sich nochmal mehr angestrengt, dass er wirklich alles perfekt kann. Ja, er ist ein absoluter Daily. Ja. Und als GTS ist natürlich jetzt hier so die Sache, es ist hauptsächlich noch Ausstattungspaket. Ja. Hier das Fahrzeug hat jetzt ja auch relativ wenig Ausstattung, Ja. aber man merkt halt trotzdem direkt, beim GTS ist ein bisschen mehr drin als im S, ne? Definitiv, ja. Also der GTS hat ja den riesen Vorteil, dass er den GTS Sportsitz Plus hat. Das heißt, wir haben 8 Wege elektrisch verstellbar. Aufgebaut auch wieder Sportsitz Plus, das ist die schönen breiten Wagen, die einen einfach sehr, sehr angenehm und toll halten. Haben in der Sitzkombination Leder und Alcantara, beziehungsweise heute genannte Racetex, das ist der Alternativstoff dafür. Haben hier vorne auch das Armaturenbrett nochmal beledert, was echt schön in der Wertigkeit ist. Außen, ich glaube, das wirst du nachher zeigen, haben wir das 20 Zoll Rad in schwarz lackiert, was einfach zum GTS und dann im sportlichen Charakter nochmal ein bisschen besser passt. Genau. Ja, dann ganz lieben Dank, dass du eingesprungen bist. Ach, sehr gerne. Macht ja Spaß. Hat auch was, die Autos mal ein bisschen mehr zu bewegen, als nur unter dem Schreibtisch zu sitzen, oder? Ja, wobei die Autos bewegt man ja doch sehr, sehr regelmäßig und man fühlt sich immer wieder abgeholt und bestätigt, warum man hier ist. Sind einfach witzige Autos. Ja, keine Frage. Ist halt echt so. Bringt immer wieder Spaß. Und das, was wir jetzt machen, wir schnappen uns jetzt den Björn. Das Wetter ist wieder traumhaft. Fahren in den Odenwald, machen ein paar tolle Bilder, ein paar tolle Aufnahmen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ist so gut, das Auto bringt so Spaß. Macan GTS fühlt sich sehr ähnlich an wie der Turbo, den wir schon mal gedreht haben. Wir haben den Björn jetzt wieder eingesammelt. Wir haben gerade schon im Odenwald richtig schön Bilder produziert. Das Problem ist, bei diesem traumhaften Wetter will gerade jeder raus. Die Straßen sind super voll und gerade mit Fahrradfahrern ist das ein bisschen problematisch. Da muss man einfach höllisch aufpassen. Und deswegen machen wir jetzt mal hier einen Cut und springen nach morgen. Und zack, damit willkommen zurück. Macan geht auf der Landstraße, ist klar, oder? Haben wir ja schon mit dem Turbo gezeigt. Und der GTS macht es genauso gut. Fällt mal ein, ich kann die Dämpfer noch einmal härter stellen. V6 klingt wunderbar, richtig schön. PDK ist genial. Die Power ist perfekt, bringt mega Spaß. Man merkt es ein bisschen weniger als beim Turbo, aber wirklich nicht viel. Und hier den Berg hoch ist das mega.
den Cayenne GTS mit PDCC, mit dem aktiven Stabi. Dieser Macan hier hat das natürlich alles nicht. Aber dieser Cayenne fühlte sich wirklich besser an als der hier. Und der hier macht das ja eigentlich schon brutal gut. Dieser Sechszylinder klingt einfach so genial. Was halt Macan ausmacht, ist halt das PDK. Zack, Gang ist da. Genial. Wie ein Sportwagen. Das bringt einfach nur Spaß. Für jemanden, der wirklich ein Auto haben will, der ein SUV will, braucht, für den ist der Macan einfach wirklich perfekt. Das ist halt wirklich, als wenn ihr euch einen Sportwagen kauft. Und ihr habt halt komplett alles für den Alltag. Ihr könnt problemlos 4 Leute bequem transportieren. Und der Macan GTS macht das einfach nochmal so ein bisschen besser als die anderen. Und die Auspuffanlage, die plöppert auch so ein bisschen, trotz OPF. Super. Natürlich Macan auch sehr von anderen SUVs unterscheidet, ist einfach die Fahrposition. Ist nicht ganz so tief wie bei einem Sportwagen natürlich. Klar, man sitzt allgemein höher, das kann Macan nicht ändern. Aber wie man sitzt, ist wirklich sehr ähnlich wie zu einem normalen, sehr sportlichen PKW. Es ist absolut Porsche-Fahrgefühl und die Power ist halt genial. Also dieser Sechszylinder, 520 Newtonmeter Drehmoment, die drücken halt einfach nur rein. Die Lenkung ist genial, das Gripniveau ist genial. Also wer halt ab und zu mal wirklich Spaß haben will mit seinem SUV, auch auf der Landstraße. Man kann mit dem ja bestimmt auch die Rennstrecke gehen, würde ich vielleicht nicht empfehlen. Die Bremse wird dann bestimmt gequält, aber auf der Landstraße ist das Ding so genial. Und er fährt sich halt einfach wie ein Brett. Und das bei so einem Fahrzeug ist doch genial. Das ist unglaublich gut gemacht. Ja,
den Guten haben wir hier schon richtig schmutzig gemacht. Es hat vorhin auch nochmal ordentlich geschüttet, wo ich schon eigentlich filmen wollte. Aber jetzt hat es wieder aufgeklärt, wunderbar, Straße trocken, Asphalt trocken. Und Macan GTS ist natürlich ein echt gutes Auto. Und ich sage jetzt mal wirklich bewusst Auto und nicht SUV, weil er fährt sich halt einfach wirklich wie ein Auto und nicht wie ein SUV. Auch auf der Autobahn bei 200, 240. Das Fahrzeug ist ja wirklich schnell mit seinen 380 PS, fährt über 250 km/h Topspeed. Das sitzt einfach wie ein Brett, ja, wirklich wie ein Auto und zwar wie ein richtig gut abgestimmtes Auto. Ja, und der Macan GTS, wir haben es vorhin schon im Intro gesagt, der hier hat sehr wenig Ausstattung. Das ist bei Macan GTS aber wirklich gar nicht so schlimm, weil der kriegt ja schon sehr viel Serie. Also wir haben natürlich zum einen hier die Sportabgasanlage, die ist serienmäßig verbaut. Er kriegt auch noch bessere Räder, kriegt schon gleich 20 Zöller. Das sind aber nicht die hier, das sind einfache Winterräder vom Porsche Zentrum. Die klare Exclusive Design Heckleuchte, Porsche Schriftzug in schwarz und Macan GTS Schriftzug auch in schwarz. Hier das Fahrzeug kommt auch in dem ganz normalen schwarzen Lack, in dem Uni-Schwarz. Er kriegt schon die besseren LED-Scheinwerfer mit PDLS, das heißt, die lenken dann auch schön mit. Man könnte noch zu PDLS Plus upgraden, da hat er noch einen Fernlichtassistenten mit drin. Und er kriegt natürlich auch das Sport-Design-Paket, also die Front ist nochmal geupgradet. Sieht man jetzt bei dem Schwarz tatsächlich leider sehr wenig, also hier vorne, das ist alles ein bisschen prägnanter. Wenn man jetzt ein Fahrzeug wie zum Beispiel Miami Blau hat, da ist das wesentlich auffälliger und das Sport-Design-Paket, ich finde, es sieht halt tatsächlich einfach durch die Bank bei der Porsche-Palette besser aus. Wundert mich natürlich nicht. Ich denke mal, Porsche hat das mit Absicht gemacht, um noch extra Geld zu verdienen. Und ja, Macan GTS kriegt auch noch diese schwarze gebürstete Aluminium-Serie, wo man bei den anderen Modellen Aufpreis zahlen müsste. Und kriegt auch Teillederserie mit Alcantara, wie in den Sitzen hier natürlich. Dann ist das hier oben auch alles schön beledert. In der Tür selbst ist kein Leder, ja, das wäre dann wieder aufpreispflichtig, aber auch hier ist das Alcantara verbaut. Und das sind dann alles so die Optionen, warum der Macan am Ende dann ein bisschen teurer ist als ein S. Ja, aber GTS hat natürlich auch noch ein bisschen mehr Power, jetzt hier 380 PS, das ist schon wirklich ein bisschen mehr und kommt dem Turbo, finde ich, vom Gefühl her sehr nahe. Ja, Sportchrono haben wir jetzt nicht, wir haben hier diese Offroad-Kompass verbaut, der zeigt einem auch die Höhe an und natürlich die Uhrzeit. Also wer das ein bisschen vermisst und sich hier den Platz füllen möchte, könnte das spezifizieren. Ja, ich rate jetzt auch mal davon ab, entweder hat man Sportchrono oder nicht. Dieses Fahrzeug hat es nicht, wie beim Cayenne auch. Hier in den SUVs ist das bei den GTS nicht Standard verbaut. Lohnt sich aber beim GTS, finde ich, sehr. Sporttaste haben wir trotzdem hier. Wir haben die besseren Dämpfer, die wir in 2 Stufen härter stellen können. Die sind auch Serie beim GTS. Ja, Sportabgasanlage haben wir hier. Spurhalteassistent haben wir auch. Der warnt einen dann, wenn man der weißen Linie zu nahe kommt, gibt einem akustisches Signal. Und Sitzheizung haben wir natürlich auch verbaut. Und natürlich auch die 2-Zonen-Klimaautomatik. Panoramadach kann man natürlich auch wieder verschließen. Auch wieder schön mit der Aluminiumleiste da. Der streckt sich auch über das ganze Auto. Ja, können wir auch aufmachen. Den Hebel haben wir hier oder hier haben wir das für die Sonnenblende. Wirklich feine Sache, wertet das Auto natürlich nochmal wieder auf. Ja, Macan, ihr kennt es natürlich schon, hat dieselben Instrumente wie die 718er. Gibt natürlich nochmal dann wirklich Sportwagen-Feeling, wenn man auf den großen Drehzahlmesser guckt. Haben natürlich auch ein Multifunktionslenkrad wie aus den 718ern. Ja, und wem würde ich jetzt so einen Macan GTS empfehlen, anstatt einem Macan S oder auch nur einem Macan 4-Zylinder oder einem Macan Turbo? Also es sind natürlich jetzt 4 Fahrzeuge, sie fahren sich vom Grund eigentlich alle sehr ähnlich, aber wo ich finde dann wirklich die Unterschiede sind, 4-Zylinder S bin ich noch nicht gefahren, sind relativ fixe Autos für das, was sie sind. GTS und Turbo sind dann aber nochmal drücken wirklich. Also ich spüre wirklich wenig Unterschied zu dem Turbo, den ich gefahren bin. Das ist natürlich auch schon ein paar Monate her. Aber auch der hier, ich habe schon gesagt, auf der Autobahn fährt problemlos über 250 und hat auch diesen typischen Porsche-Kick. Ne? Wenn man schon richtig schnell fährt auf der Autobahn, so über 200, 220, dann nochmal reindrückt, dann gibt es nochmal so einen kleinen Kick nach hinten. Und ja, das ist halt der Unterschied von einem Porsche zu einem normalen Auto. Und der GTS, auch der kann das hier schon. Und das ist halt wirklich ein schnelles Auto. Und das ist auch so der Grund, warum man den hier vielleicht möchte, anstatt einen anderen. Die ganzen Ausstattungsserie, die sind auch natürlich sehr nice to have. Man braucht aber trotzdem auch noch bei einem GTS so ein bisschen andere Sachen reinmachen, sag ich mal. Gerade sowas wie Spurwechselassistent ist schon ganz nice to have. Oder hier jetzt dieses Panoramaglassystem, das ist auch eine feine Sache.
Oder was ich jetzt hier bei dem sehr vermisse, ist zum Beispiel das Memory-Paket für die Sitze. Ich bin jemand, der immer den Sitz sehr nah ran hat, der sehr gerne sehr sportlich sitzt. Aber beim Ein- und Aussteigen, dann wird es halt ein bisschen komplizierter mit dem Memory-Paket. Es ist angenehmer, fährt sich alles zurück. Und ich bei Fahrzeugen ohne Memory-Paket, ich muss mal sehr aufpassen, ne? Hier mit den Sitzen, dass man da nicht so dran schraubt. Oder auch so andere Sachen, automatisch abblendbare Außenspiegel zum Beispiel. Ne? Also der hier hat noch einen manuellen Spiegel. Das habe ich bei einem Porsche auch, glaube ich, noch nie gesehen, dass man sich den auch manuell abblenden muss. Aber ja, das sind halt so Sachen, die man trotzdem noch den Haken ranmachen muss im Konfigurator. Und so wird es beim Macan GTS natürlich dann auch nochmal so ein bisschen teurer als der Basispreis. Ist aber auch ganz spannend, wenn man das mal mit dem Macan Turbo vergleicht. Da ist der Preis wirklich nochmal eine Ecke höher. Und das Fahrzeug bietet einem eigentlich dasselbe. Wird vielleicht jetzt der Porsche-Verkäufer nicht unterstreichen, aber ich finde, Macan GTS gibt einem wirklich dasselbe Gefühl. Man hat unheimlich Power, das Fahrzeug fährt sich unheimlich gut. Und es ist halt trotzdem noch dieser schöne kleine Luxus-SUV. Und ja, ich hoffe, das konnte ich euch hier in dem Video ganz gut vermitteln. Und ja, wenn das der Fall war, lasst gerne einen Daumen oben da. Wenn ihr einer von den über 90% der Zuschauer seid, die noch nicht abonniert hat, lasst gerne ein Abo da. Schaut euch die anderen Videos an. Ist eine Menge in der Zwischenzeit zusammengekommen. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, Allah, ciao.